Hallo zurück im Imperium. Ich möchte in diesem Video die hier gezeigten Demi-Greifenreiter in 10 mm vorstellen für meine imperiale Armee. Excellent Miniatures war so freundlich, mir die Modelle zuzuschicken, und ich habe hier dieses Video produziert, in dem ich euch jetzt zeigen möchte, wie ich die Modelle bemalt habe, wie ich da vorgegangen bin. Entsprechende YouTube-Richtlinien, ja, ich habe die Modelle umsonst bekommen, daher wird das Video entsprechend markiert, dass es Produktplatzierung enthält. Ja, aber jetzt gehen wir doch mal Schritt für Schritt durch die Bemalung durch. Ja, am Anfang steht natürlich immer das Vorbereiten und Grundieren. Ich habe die Modelle entsprechend von ihren Druckstützen befreit mit einem Bastelmesser und auf Kartonstreifen geklebt. Das habe ich mir zur Gewohnheit gemacht für kleinere Maßstäbe, seitdem ich 15 mm mal und in 10 mm erst recht, damit man die Modelle einfach besser halten kann. Normalerweise wenn es mehrere Modelle sind und die Modelle kleiner sind, macht es noch mehr Sinn. Also die Greifen hätte man hier tatsächlich noch einzeln halten können, obwohl die auch schon ziemlich klein sind. Aber zur besseren Bearbeitung klebe ich mir dann immer mehrere Modelle auf dem Pappkartonstreifen. Was die Grundierung angeht, ich grundiere mittlerweile eigentlich nur noch mit Pinselgrundierung. Ich habe selbst keine Airbrush, habe damit mal rumprobiert, aber ich glaube, Airbrush ist nicht so mein Thema. Grundiert hier mit dem Brush-On Primer von Army Painter. Das ist einfach so ein mittlerer Grauton. Mittlerweile bin ich der Meinung, das ist eine ganz gute Basis, um in alle Richtungen zu malen, dunkel und hell. Daher verwende ich den hier. Relativ verdünnt hier tatsächlich, hält gut auf dem Resin. Auf Zinnmodellen mache ich die Schicht eher ein bisschen dicker als hier. Aber grundsätzlich haften die Farben auf dem Resin ganz gut. Als zweiten Schritt in der Grundierung, das ist auch was ich mir erst vor kurzem angewöhnt habe, gehe ich mit einem größeren Pinsel, dann nehme ich meistens so größere Kosmetikpinsel, gehe ich mit Weiß von oben drüber, um so eine Art Zenithal Highlight zu machen, nicht mit der Sprühdose oder mit der Airbrush. Mit Sprühdosen mache ich gar nichts mehr mit Grundierung, habe ich zu oft schlechte Erfahrungen gehabt, dass ich mir Modelle kaputt gemacht habe. Hier einfach mit einem großen Pinsel weiß aufgetragen und dann Trockenbürsten im Prinzip von oben nach unten, dass man auf jeden Fall oben ein bisschen mehr Farbe hat und dass nach unten einfach die dunklere Grundierung mehr ist. Dass man hier schon so ein bisschen einen ersten natürlichen Lichtverlauf hat, was auch später für die Anwendung von Kontrastfarben ganz gut ist, auch wenn diese Modelle sehr, sehr viel Metall haben, und da bringt es eigentlich nichts, weil das Metall deckt das natürlich wieder halbwegs komplett ab. Wenn wir es gerade von Metall haben, das war dann auch der nächste Schritt, da die Modelle sehr viel Metall haben und ich in solchen Fällen gern das Metall zuerst bemale, war das hier auch der nächste Schritt nach der Grundierung. Das heißt, die Panzerung von den Greifen habe ich überwiegend mit einem Gold bemalt, so ein etwas dunkleres Gold, wobei da später, das wird ohnehin noch abgedunkelt mit einer Tusche. Und die Rüstung und Waffen und so weiter und alles, was da sonst noch an Metallteilen war, dann entsprechend mit so einem typischen Metallton hier von Army Painter. Im nächsten Schritt geht es dann auch an die nächstgrößeren Flächen, nämlich den Greifen selbst. Hier habe ich jetzt mit Kontrastfarben gemalt. Ich male generell bei den 10 mm Sachen jetzt vermehrt mit Kontrastfarben. Ich finde, das ist ein sehr guter Anwendungsfall. Die taugen nicht für alles, aber im 10 mm Bereich finde ich die jetzt echt ganz gut. Auch das ist auch der Grund, warum ich anfangs mit der Grundierung, dass ich eben grau und weiß dann auch mit einem quasi schon mit einem Lichtverlauf oben heller, unten dunkler arbeite, weil das eben dann den Effekt der Kontrastfarben nochmal ein bisschen verstärkt. Das heißt, wenn man jetzt hier eine dünne Schicht Kontrast aufträgt, dann hat man schon einen sehr guten Helligkeitsverlauf.
Für den Körper habe ich Snakebite Leather verwendet. Das ist so ein, ja, geht so in so eine Richtung Sandfarbe, also auch wie Löwen und so weiter. Also es ist eigentlich eine sehr passende Farbe und kommt auch, finde ich, sehr passend raus hier mit dem Untergrund, mit dem weiß-grauen Untergrund. Für die Mähne habe ich die Skeleton Horde verwendet. Da will ich so ein ganz helles Beige haben später. Das soll also nochmal einen Hellkontrast geben später am Modell. Im Gegensatz zum Körper, also das nochmal ein bisschen heller auf jeden Fall. Generell sind es beides auch helle Farben und ja, warme Farben, hauptsächlich der Körper. Nochmal auch später gedacht zum Kontrast gegenüber dem vielen Metall an der Figur. Und der kleine Puschel am Schwanz ist mit Gore Grunter Fur, wobei das hätte auch an der Stelle ein ganz normales Braun getan. Das muss keine Kontrastfarbe sein. So, der nächste Schritt ist dann auch wieder eine Kontrastfarbe. Jetzt geht es so ein bisschen an die Heraldikfarben. Ich habe mich hier für eigentlich ein ganz klassisches Farbschema entschieden, wie man es auch, glaube ich, auf den Original GW-Modellen damals in 28 mm gesehen hat auf der Packung. Das habe ich mir nochmal angeschaut. Rot, finde ich, sieht auch mit Gold zusammen. Die Rüstungselemente von den Greifen sind ja überwiegend Gold. Das Rot-Gold sieht eigentlich ganz gut aus und entsprechend wird die zweite Heraldikfarbe später auch gelb sein. Ja, das poppt einfach und ist für kleine Maßstäbe immer wichtig, dass man so schöne, knallige Farben hat. Das Blood Angel Red von den Kontrastfarben, das benutze ich in letzter Zeit auch sehr gern. Es gibt so einen leichten Farbverlauf, lässt sich gut bearbeiten und das ist hier entsprechend auf dem hinteren Teil des Panzers der Greifen drauf, auf dem Banner, teilweise bei den Wappenröcken der Ritter und natürlich auf den Schilden. So, jetzt kommt eigentlich der spaßigste und beste Schritt an dem Ganzen, nämlich hier mit Darktone über das Metall gehen. Ja, vorher wirkt das Metall einfach noch leblos und doof irgendwie und flach, aber jedes Metall sieht einfach viel, viel besser aus, wenn man da mit Darktone drüber geht. Hier Quickshade von Army Painter. Seit es das gibt, ich benutze es nur noch für Metall, es ist großartig. Es gibt einen ganz tollen Verlauf, altert so ein bisschen das Metall. Man kann danach immer noch Highlights setzen, aber das bringt richtig Tiefe in das Modell. Ja, und mit einmal sehen die Modelle dann auch schon sehr viel fertiger aus, weil einfach das Metall jetzt schon so realistisch aussieht. Also sowas wie Darktone oder vergleichbare Tuschen würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der das noch nicht für seine Metallfarben verwendet. Absolute Pflicht. Ich habe hier sowohl das Gold als auch die normale Rüstungsmetallfarbe mit Darktone verwendet. Bei Gold und Bronze verwende ich manchmal auch eher einen Braunton. Hier jetzt tatsächlich schwarz genommen, weil ich für den kleinen Maßstab einen stärkeren Kontrast haben will und das funktioniert dann mit dem schwarzen Quickshade doch nochmal ein bisschen besser und gibt nochmal ein bisschen mehr Abtrennung von den einzelnen Elementen am Modell. So, zweite Farbe zur Heraldik war Gelb, habe ich gesagt. Da habe ich hier so ein, ja, so eher so ein blasses Sandgelb, was so ein bisschen ins Beige reingeht, nehme ich da hier als Grundfarbe und bin dann nochmal mit dem gelben Shade, in diesem Fall von Citadel, drüber gegangen, um es nochmal so ein bisschen zu schattieren und nochmal so ein bisschen mehr ins tiefe Gelb reinzuziehen, um dann später nochmal ein Highlight draufzusetzen, dass man auch auf dem Gelb, auch wenn es sehr, sehr kleine Flächen sind hier beim Schild und auf dem Banner, aber dass auch da nochmal so ein bisschen Schattierung und ein bisschen Highlight drin steckt. An der Stelle muss man sagen, sind die Modelle eigentlich schon so gut wie fertig. Also der letzte Schritt sind dann eigentlich nur noch Highlights setzen. Für den Spieltisch reicht es im Prinzip hier an der Stelle schon. Also damit kommt man relativ schnell durch. Mit den Kontrastfarben, das ist ja auch die Stärke letztendlich davon, bekommt man schon ganz gut irgendwie so einen Helligkeitsverlauf hin und
für einen Spieltisch und gerade für 10 mm, und wenn man jetzt noch bedenkt, also ihr seht die Modelle auf dem Video jetzt natürlich größer, als sie tatsächlich sind, je nachdem, auf welchem Gerät ihr das anschaut. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr die jetzt größer wahrnehmt, als sie sind. Ja, das sind 10 mm Modelle. Für einen Spieltisch wäre es jetzt absolut schon ausreichend. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt noch ein paar Highlights im letzten Schritt gesetzt. Den Körper der Greifen habe ich mit einem Desert Yellow gehighlightet. Das ist so, ja, so ein gelb-braun. Nochmal eine hellere Stufe, passend auch zu dem Snakebite Leather Tone, den wir hier von der Kontrastfarbe haben. Bei allen Farben habe ich, das ist was ich in letzter Zeit so ein bisschen ausprobiert habe, teilweise ein White Glaze, ein bisschen hinzugemischt, was die Grundfarbe einfach nochmal heller macht. Das ist ganz nett. Die Mähne hatten wir ja schon in einem Beige-Ton durch die Skeleton Horde-Farbe. Da bin ich mit Screaming Skull erst drüber und dann mit Brain Matter Beige. Das ist also ein ganz, ganz helles Beige, was fast schon weiß ist. Bei Rüstung und Waffen auch nochmal mit dem normalen Metallton drüber, den ich vorher als Grundfarbe verwendet habe. Der ist ja nochmal abgedunkelt durch den Dark Shade. Und hier jetzt nochmal Highlights mit dem Grundton und auch teilweise dann so ein bisschen noch von dem White Glaze rein, um nochmal so einen Blitz-Scheineffekt zu haben. Und für das Gold habe ich hier noch eine zweite Farbe aus der gleichen, also es war so ein Metall-Mal-Set hier von Green Stuff World, aber verschiedene Goldtöne gibt es ja eigentlich von mehreren Herstellern. Der Farbname ist hier schon wieder abgegriffen. Ich glaube, das war ein Shiny Gold oder keine Ahnung. Nichts Besonderes an der Stelle, ist es einfach ein sehr, sehr helles Gold und gibt tatsächlich, also die beiden Goldtöne, die ich hier verwendet habe, die lassen sich sehr, sehr gut verwenden, um Gold dann nochmal zu highlighten. Das sieht sehr, sehr gut aus, gerade in dem kleinen Maßstab, wo man sowieso die harten Kontraste haben möchte. Das gefällt mir hier recht gut. Ja, und das war's im Prinzip. Also die Federn in dem Fall habe ich weiß gelassen, weil es auch nochmal so einen hell-dunkel-Kontrast geben sollte. Weiß sieht bei 10 mm Modellen immer irgendwie gut aus, wenn man mit anderen Farben zusammen malt, weil es fürs Auge nochmal so ein heller Kontrast ist zum Rest vom Modell. Klar hätte ich die Federn jetzt auch rot machen können oder gelb, aber dann verschwindet fürs Auge auf dem kleinen Maßstab bzw. an dem kleinen Modell, wenn da auch andere Elemente sind, die eben rot oder gelb sind. Und so hat man nochmal auch einen weiteren Kontrast. So, anschließend werden die Modelle natürlich basiert. Ich habe vorher die Basen, auch also diese kleinen Plastiksockel oder diese kleinen Resinsockel, auf denen die Modelle sind, die vorher nochmal braun angemalt. Ich habe gemerkt, das ist sehr, sehr nützlich, wenn die vorher schon bemalt sind, weil man später, wenn es aufgeklebt ist und man vielleicht auch schon das Ganze mit einer Paste und so versehen hat, kommt man unglaublich schlecht wieder da zwischen die Beine ran, um da irgendwie dieses Grau zu übermalen. Deshalb das vorher machen, bevor man die Modelle aufs Base klebt. Zum Base Design generell werde ich nochmal ein anderes Video machen, aber hier ja, so das, was ich meistens einen recht hellen Braunton als Bodenfarbe, als Kontrast dazu ein Grau mit Steinen, also ein Warm-Kalt-Kontrast und dann das Ganze nochmal mit Grasbüscheln und schön Streu drauf. So, das war es eigentlich zur Bemalung. Im Prinzip kein Hexenwerk. Ich hoffe, ihr fandet das hilfreich, falls ihr selbst die Modelle anmalen möchtet. Aber natürlich lässt sich das auch auf andere Modelle adaptieren. Auf jeden Fall auch auf andere Ritter oder was auch immer. Ich hoffe, ihr konntet da den einen oder anderen Tipp für euch selbst mitnehmen. Ich werde diese Greifenreiter als Rittereinheit einsetzen in Warmaster und werde denen wahrscheinlich noch ein besonderes Banner geben, während alle anderen Ritter in der Armee dann keins bekommen, um einfach nochmal so hervorzuheben, dass diese Einheit ein bisschen stärker ist. Im Prinzip ist es ja auch abstrakt, also
Hier sind halt 2 Ritter auf dem Base, auf einem anderen Ritterbase mit Pferden sind es dann halt 4 und diese 2 Greifenreiter kämpfen so gut wie 4 Ritter. Aber ja, mit einem Banner kann man die Besonderheit der Einheit dann auch nochmal hervorheben. Ich freue mich drauf, die im Einsatz zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann das Übliche, ja, über Kommentare freue ich mich, über einen Daumen nach oben auch. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es jetzt, glaube ich, allerhöchste Zeit. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.